Lektion 1: Unterstützung finden. Hey Anna, hast du gehört, was mit unseren Kollegen passiert ist? Ich finde, wir sollten etwas tun, um unsere Unterstützung zu zeigen. Oh, wirklich? Ich hatte die Details noch nicht gehört. Was glauben Sie, können wir tun, um zu helfen? Nun, ich denke, das Beste ist, einfach für sie da zu sein, weißt du? Vermeiden Sie es, mit dem Finger zu zeigen und bieten Sie ein offenes Ohr. Das ist eine tolle Idee. Manchmal kann es den Unterschied ausmachen, jemanden zum Reden zu haben. Ich freue mich, ein offenes Ohr für Sie zu haben. Absolut. Und vielleicht können wir ein kleines Treffen oder einen Ausflug organisieren, nur um alle für eine Weile von der Situation abzulenken. Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ein bisschen Positivität und Kameradschaft könnten im Moment viel bewirken. Ich bin dabei. Wunderbar, ich fange an, etwas zusammenzustellen. Ich bin sicher, unsere Kollegen werden die Geste sehr zu schätzen wissen. Klingt gut, lass mich wissen, wie ich helfen kann. Ich freue mich, dass wir diesen Ansatz verfolgen, das ist der beste Weg, uns gegenseitig zu unterstützen. Ich auch. In Ordnung. Ich melde mich bald wegen der Pläne. Bis später. Lektion 2: Neue Freunde finden. Guten Morgen, Anna. Ich wollte dich etwas fragen. Ich mache mir Sorgen, dass ich bei diesem neuen Job keine neuen Freunde finden kann. Oh, ich verstehe diese Sorge. Etwas Neues anzufangen kann sich etwas entmutigend anfühlen, wenn es darum geht, Kontakte zu knüpfen. Genau. Ich bin nicht die kontaktfreudigste Person, also fürchte ich, dass ich beim Mittagessen einfach alleine sitze. Ich war schon einmal dort. Der Schlüssel ist, sich da draußen aufzuhalten, auch wenn es sich zunächst unangenehm anfühlt. Irgendwelche Tipps, wie das geht? Ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen und mit meinen Kollegen in Kontakt treten. Nun, versuche freundlich und zugänglich zu sein. Fragen Sie die Leute nach sich selbst und ihren Interessen. Bieten Sie an, zusammen Kaffee oder Mittagessen zu trinken. Das macht Sinn. Ich muss meine Komfortzone ein bisschen verlassen, aber es wird sich lohnen, ein paar Freunde zu finden. Absolut. Und denken Sie daran, Ihren Mitarbeitern geht es wahrscheinlich genauso. Seien Sie also derjenige, der diese Verbindungen initiiert. Guter Punkt. Gut, ich werde es versuchen. Danke für die Ermutigung. Ich fühle mich jetzt etwas besser vorbereitet. Lektion 3: Fitnessherausforderungen. Hey Anna, wie lief deine Trainingsroutine in letzter Zeit? Meins hat sich in letzter Zeit ziemlich hart angefühlt. Oh, wirklich? Womit hast du zu kämpfen gehabt? Ich habe mein Training tatsächlich mehr als sonst genossen. Nun, ich habe versucht, mich ein bisschen mehr anzustrengen, aber es fällt mir an manchen Tagen schwer, motiviert zu bleiben. Ich höre dich. Es ist leicht, an Fahrt zu verlieren, besonders wenn das Training anspruchsvoller wird. Was machst du, um Sport zu treiben? Eine Mischung aus Gewichtheben und Cardio. Aber ich denke, ich muss es ändern, damit die Dinge interessant bleiben. Das ist eine gute Idee. Eine Änderung Ihrer Routine kann Ihnen wirklich helfen, engagiert und voller Energie zu bleiben. Irgendwelche Empfehlungen? Ich bin offen dafür, neue Dinge auszuprobieren, um mein Training angenehmer zu gestalten. Vielleicht probieren Sie einen Sportkurs wie Radfahren oder Yoga aus.
Der soziale Aspekt und der Unterricht können einen großen Unterschied machen. Das ist ein toller Vorschlag. Ich wollte schon lange einen Radsportkurs ausprobieren. Vielleicht probiere ich das diese Woche aus. Lektion 4. Auf dem Laufenden bleiben. Hey Anna, hast du gestern Abend die Sendung auf Channel 7 gesehen? Offenbar gibt es einige wichtige Neuigkeiten. Nein, ich habe es verpasst. Was war die Geschichte? Ich habe in letzter Zeit versucht, über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu bleiben. Nun, soweit ich weiß, hatte es mit einigen wichtigen politischen Entwicklungen zu tun. Es schien ziemlich bedeutsam zu sein. Ah, ich verstehe. Es ist wichtig, die Nachrichten zu verfolgen, auch wenn sie sich manchmal etwas überwältigend anfühlen. Definitiv. Es ist einfach so viel los, dass es schwierig sein kann, den Überblick zu behalten. Aber ich versuche wenigstens die Schlagzeilen zu überfliegen. Das gleiche hier. Schon ein kurzer Blick auf die Nachrichten am Morgen kann Ihnen helfen, sich besser informiert zu fühlen. Absolut. Und ich finde, dass die Diskussion der Neuigkeiten mit anderen, wie Ihnen, mir hilft, die Probleme besser zu verstehen. Absolut. Der Austausch von Perspektiven ist so wertvoll. Was ist Ihre Meinung zu der Geschichte, von der Sie gehört haben? Nun, soweit ich das verstanden habe, hörte es sich an, als ob einige bedeutende politische Veränderungen im Gange wären. Aber ich müsste mich eingehender damit befassen, um mir eine echte Meinung zu bilden. Lektion 5. Neue Einkaufsorte erkunden. Hey Anna, ich habe mich gefragt, ob du irgendwelche Empfehlungen für gute Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt hast? Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, die Wang Fuying Street und die Xidan Street zu besuchen. Sie haben eine wirklich vielfältige Auswahl an Geschäften. Oh wunderbar, ich habe gehört, dass diese Gegenden für ihre Einkaufsmöglichkeiten bekannt sind. Welche Arten von Geschäften können Sie dort finden? Von allem etwas, trendige Bekleidungsboutiquen, Fachgeschäfte, Kaufhäuser, was auch immer. Es ist ein Einkaufsparadies. Das klingt perfekt. Ich bin in der Stimmung, ein bisschen zu stöbern und mir möglicherweise ein paar neue Dinge zu gönnen. Nutzen Sie auf jeden Fall die Vorteile. Die Auswahl ist unglaublich und die Preise können auch durchaus angemessen sein. Toll, das ist gut zu wissen. Ich muss mir dieses Wochenende etwas Zeit nehmen, um diese Gebiete zu erkunden. Klingt nach einem Plan. Lass es mich wissen, wenn du noch weitere Tipps möchtest oder einen Einkaufsbummel daraus machen möchtest. Vielleicht nehme ich das einfach mit dir auf. Es würde Spaß machen, es gemeinsam auszuprobieren. Lektion 6. Interessen erkunden. Hey Anna, hast du dich entschieden, was du an diesem Wochenende machen willst? Noch nicht, ich versuche es immer noch herauszufinden. Haben Sie interessante Vorschläge? Nun, ich dachte, wir könnten im nahegelegenen Park wandern gehen. Das Wetter sieht perfekt dafür aus. Oh, eine Wanderung klingt herrlich. Ich bin gerne draußen und trainiere gerne. Großartig! Ich kenne einen wirklich malerischen Weg, den wir uns ansehen könnten. Hast du noch andere Vorlieben? Vielleicht könnten wir nach der Wanderung ein Picknick machen? Ich liebe es, neue lokale Restaurants auszuprobieren. Das ist eine fantastische Idee.
Ich werde mir ein paar gute Orte in der Gegend ansehen. Wunderbar. Ich freue mich riesig darauf. Wir können die Einzelheiten später besprechen. Hört sich gut an. Ich schicke dir bald mehr Informationen. Das wird ein lustiges Wochenende. Lektion 7: Neue Trends entdecken. Hey Anna, ich war vorhin im Einkaufszentrum und habe echt coolen Schmuck gesehen. Oh, das ist interessant. Welche Art von Schmuck hast du gesehen? Viele trendige Metallstücke, Halsketten, Armbänder, sogar einige Ringe. Metallischer Schmuck? Das klingt sehr stylisch. Das muss ich mir mal ansehen. Ja, ich denke, es würde dir gut stehen. Wir sollten irgendwann zusammen einkaufen gehen. Das ist eine tolle Idee. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Modetrends. Toll, wir können einen Tag draus machen. Ich bin sicher, wir werden ein paar tolle Stücke finden. Ich freue mich. Wir müssen auch unsere Outfits koordinieren. Definitiv. Das wird ein lustiger Einkaufsbummel. Lektion 8: Erinnerungen an ein gemütliches Café. Hey Anna, erinnerst du dich an das Café, das wir letzten Monat ausprobiert haben? Oh ja, der mit dem tollen Kaffee und Gebäck. Genau. Die Atmosphäre dort war so gemütlich und einladend. Stimme voll und ganz zu. Ich habe die rustikale Einrichtung und das freundliche Personal geliebt. Ich auch. Es war der perfekte Ort, um sich zu entspannen und sich zu treffen. Definitiv. Ich wünschte, wir könnten bald wieder dorthin gehen. Wir sollten einen weiteren Besuch planen. Ich sehne mich nach ihren köstlichen Backwaren. Das gleiche hier. Machen wir es uns zur Priorität, bald zurückzukehren. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich schon darauf. Lektion 9: Hotelausstattung besprechen. Hallo Anna, hast du unser Hotel für die bevorstehende Reise gebucht? Ja, habe ich. Ich habe ein großartiges Hotel mit vielen schönen Annehmlichkeiten gefunden. Das ist großartig. Über welche Annehmlichkeiten sprechen wir? Nun, für den Anfang hat es eine Minibar mit Snacks und Getränken. Oh, das ist praktisch. Sonst noch etwas? Ja, und das Frühstück ist tatsächlich im Zimmerpreis enthalten. Wow, das ist ein netter Vorteil. Es wird toll sein, ein herzhaftes Frühstück zu haben. Genau. Ich bin sehr zufrieden mit dem Hotel, das ich gefunden habe. Ich auch. Diese Reise entwickelt sich als fantastisch. Lektion 10: Paris erkunden. Hallo Anna, hast du vom Eiffelturm in Paris gehört? Ich würde ihn gerne eines Tages besuchen. Ja, John. Der Eiffelturm ist so ein ikonisches Wahrzeichen. Ich wollte ihn schon immer persönlich sehen. Ich auch. Ich habe Bilder gesehen, aber es muss toll sein, sie aus der Nähe zu erleben.
Definitiv. Wir sollten zusammen eine Reise nach Paris planen. Ich wette, die Aussicht von oben ist atemberaubend. Das ist eine tolle Idee. Wir könnten die Stadt erkunden und auch andere berühmte Sehenswürdigkeiten besuchen. Klingt nach einem Plan. Wir müssen die beste Reisezeit recherchieren und eine Liste aller Orte erstellen, die wir sehen wollen. Absolut. Ich werde anfangen, nach Unterkunfts- und Transportmöglichkeiten zu suchen. Wunderbar. Ich freue mich schon auf die Möglichkeit, den Eiffelturm im wirklichen Leben zu sehen. Das gleiche hier. Das wird ein unglaubliches Abenteuer. Lektion 11: Packen für die Paris-Reise. Hey Anna, hast du angefangen, für unsere Reise nach Paris zu packen? Noch nicht, John. Ich will sicher gehen, dass ich alles habe, was ich brauche. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Also, vergiss auf keinen Fall deine Kamera einzupacken. Sie werden all die schönen Sehenswürdigkeiten festhalten wollen. Guter Punkt. Und ich sollte wahrscheinlich auch ein tragbares Ladegerät mitbringen, falls der Akku meines Telefons leer ist. Oh, und vergiss Snacks und Wasser nicht, wenn wir auf Entdeckungsreise sind. Exzellente Idee. Es wird wichtig sein, hydratisiert und mit Energie versorgt zu bleiben, besonders bei all den Spaziergängen, die wir machen werden. Exakt. Wir müssen auf einen ganzen Sichtseeeintag vorbereitet sein. Absolut. Ich werde sicherstellen, dass ich auch bequeme Schuhe einpacke. Perfekt. Das wird eine tolle Reise. Ich kann es kaum erwarten, Paris mit dir zu erleben. Lektion 12: Paris mit kleinem Budget erkunden. Hey Anna, ich habe nach Möglichkeiten gesucht, Paris mit kleinem Budget zu erkunden. Hast du irgendwelche guten Tipps gefunden? Ja, habe ich. Eine Sache, die wir tun können, ist nach kostenlosen Wandertouren zu suchen, um ein Gefühl für die Stadt zu bekommen. Das ist eine tolle Idee. Und wir können auch versuchen, ermäßigte Tickets für beliebte Attraktionen zu finden. Absolut. Wir können sogar eine Bestellung in höheren Mengen in Betracht ziehen, wenn der Preis günstiger ist. Gute Überlegung. Wir sollten auch nach öffentlichen Verkehrsmitteln suchen, um bei der Fortbewegung zu sparen. Definitiv. Das U-Bahn-System in Paris ist ziemlich umfangreich, sodass dies eine kostengünstige Art sein könnte, sich fortzubewegen. Hervorragend. Und wir können unser Mittagessen selbst einpacken, um zu vermeiden, dass wir zu jeder Mahlzeit auswärts essen. Guter Punkt. Das wird uns helfen, viel Geld für Lebensmittel zu sparen. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir eine Kühltasche oder eine isolierte Tasche haben. Perfekt. Mit ein wenig Planung können wir eine tolle Zeit in Paris verbringen, ohne das Budget zu sprengen. Lektion 13: Influencer Marketing. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie Influencer-Marketing heutzutage immer beliebter wird? Ja, habe ich. Es ist faszinierend zu sehen, wie Marken die Macht der Social-Media-Influencer nutzen, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Absolut. Das ist eine kluge Strategie, nicht wahr? Influencer können Marken wirklich dabei helfen, auf authentischere Weise mit ihren Kunden in Kontakt zu treten.
Definitiv. Ich denke, es ist besonders effektiv für jüngere Generationen, die eher den Empfehlungen ihrer Lieblingsinfluencer vertrauen. Exakt. Und die Daten zeigen, dass Influencer-Marketing unglaublich effektiv sein kann, um Umsatz und Engagement zu steigern. Absolut. Ist Ihnen aufgefallen, wie viele Ihrer Lieblingsmarken heutzutage mit Influencern zusammenarbeiten? Oh, ganz sicher. Es wird zu einem festen Bestandteil Ihres Marketingmix. Ich bin gespannt, wie es sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird. Ich auch. Ich frage mich, ob wir bald mehr Vorschriften rund um das Influencer-Marketing sehen werden, um Transparenz und Authentizität zu gewährleisten. Das ist ein gutes Argument. Es wurden einige Bedenken in Bezug auf Dinge wie unbekannte Patenschaften und die Notwendigkeit klarerer Richtlinien geäußert. Lektion 14: Duftshopping. Hey Anna, ich wollte fragen, warst du in der neuen Parfümerie in der Innenstadt? Ich habe gehört, dass sie eine tolle Auswahl haben. Oh ja, ich war neulich dort. Es war so ein lustiges Erlebnis. Sie helfen dir wirklich dabei, deinen perfekten Duft zu finden. Das ist toll zu hören. Ich wollte schon lange meine EAU de Cologne-Kollektion auffrischen. Vielleicht könnten wir irgendwann zusammen hingehen? Definitiv, das würde mir gefallen. Wir können all die verschiedenen Düfte erkunden und uns gegenseitig helfen, unsere neuen charakteristischen Düfte zu finden. Klingt nach einem Plan. Ich bin immer ein bisschen überfordert, wenn es darum geht, Düfte auszuwählen. Keine Sorge, das Personal dort ist super kompetent. Sie werden uns durch den Prozess führen und sicherstellen, dass wir etwas finden, das wir lieben. Perfekt, genau das brauche ich. Ich neige dazu, immer wieder dieselben Düfte zu riechen. Das verstehe ich vollkommen. Es ist leicht, in einem Trott stecken zu bleiben. Aber dies wird die perfekte Gelegenheit sein, um sich zu verzweigen. Absolut. Okay, lass uns einen Termin vereinbaren, um zusammen Düfte einkaufen zu gehen. Ich freue mich darauf, mein neues Lieblingsduft zu finden. Lektion 15: Sich in Thailand fortbewegen. Hey Anna, ich plane bald eine Reise nach Thailand. Hast du irgendwelche Tipps, wie du dich am besten im Land fortbewegen kannst? Oh, Thailand ist unglaublich. Nun, ich habe gehört, dass das Land über ein umfangreiches Netzwerk an Transportmöglichkeiten verfügt, die ihnen helfen, sich fortzubewegen. Das ist gut zu wissen. Was sind einige der gängigsten und bequemsten Arten, innerhalb Thailands zu reisen? Nun, das öffentliche Verkehrssystem ist wirklich robust. Busse, Züge und sogar Inlandsflüge verbinden Großstädte miteinander. Insbesondere die Züge sind eine großartige Möglichkeit, die Landschaft zu erkunden. A. Die Züge klingen nach einer guten Option. Sind sie zuverlässig und komfortabel? Definitiv. Das Zugsystem ist ziemlich effizient und die Fahrten können wirklich landschaftlich reizvoll sein. Achten Sie nur darauf, Ihre Tickets im Voraus zu buchen, insbesondere in den Hauptreisezeiten. Okay, toller Tipp. Und wie wäre es, sich in den Städten selbst fortzubewegen? Gibt es dort Empfehlungen? Tuk-Tuks und Taxis sind sehr verbreitet und praktisch, um Städte wie Bangkok zu erkunden. Die öffentlichen Busse und U-Bahn-Systeme sind ebenfalls sehr nützlich.
Toll, das gibt mir einen guten Ausgangspunkt, um meinen Transport für die Reise zu planen. Ich schätze den hilfreichen Rat. Lektion 16: Solo-Rucksack-Abenteuer. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, alleine zu reisen und mit dem Rucksack durch Europa zu reisen. Was denkst du? Das klingt unglaublich, John. Alleinreisen können eine so tolle, augenöffnende Erfahrung sein. Ja, ich bin wirklich fasziniert von der Idee, es einfach alleine zu machen. Keine Zeitpläne, keine Pläne, nur totale Freiheit. Absolut, das ist einer der besten Teile. Du kannst überall hingehen, wo der Wind dich hinführt. Haben Sie mit der Planung der Logistik begonnen? Noch nicht, ich bin immer noch in der Tagträumphase. Aber ich versuche, einige budgetfreundliche Hostels und Transportmöglichkeiten zu finden. Das ist ein großartiger erster Schritt. Hostels sind perfekt für Alleinreisende. Du wirst so viele andere abenteuerlustige Menschen treffen. Darauf hoffe ich. Ich würde gerne mit anderen Backpackern in Kontakt treten und unterwegs neue Freunde finden. Sicherlich ist der soziale Aspekt einer der größten Vorteile von Alleinreisen. Sie werden so viele unglaubliche Geschichten haben, mit denen Sie nach Hause kommen können. Ich kann es kaum erwarten. Jetzt muss ich mir nur etwas Zeit nehmen, damit das passiert. Die Arbeit war in letzter Zeit so beschäftigt. Lektion 17: Die Konkurrenz vergleichen. Guten Morgen, Anna. Ich habe die Nachricht von der Konkurrenz gehört, die neue Produkte eingeführt hat. Was denkst du darüber? Nun, ich denke, es ist ein kluger Schachzug von Ihrer Seite. Wir müssen genau untersuchen, was Sie anbieten, und sehen, wie es im Vergleich zu unserer Aufstellung abschneidet. Definitiv. Wir sollten versuchen, diese neuen Produkte in die Hände zu bekommen und eine gründliche Analyse durchzuführen. Einverstanden. Ich werde sehen, ob wir ein paar Proben rüberschicken können. Was denken Sie in der Zwischenzeit darüber, wie wir reagieren sollten? Ich denke, wir müssen uns unsere eigene Produktroadmap ansehen und sehen, wo wir einige strategische Verbesserungen oder Ergänzungen vornehmen können. Guter Punkt. Vielleicht können wir Ideen für neue Funktionen oder Produktlinien sammeln, die uns helfen könnten, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Absolut. Wann können wir uns treffen, um das weiter zu besprechen? Wie wäre es mit morgen Nachmittag? Ich werde etwas Zeit in unseren Kalendern vermerken. Klingt toll, ich werde dafür sorgen, dass ich verfügbar bin. Ich freue mich darauf. Lektion 18: Den Markt erforschen. Hey Anna, ich habe einige Nachforschungen über die neuen Produkte der Konkurrenz angestellt. Hatten Sie die Gelegenheit, sich das auch anzusehen? Ja, ich habe die Details überprüft. Es sieht so aus, als würden Sie sich dieses Mal wirklich auf Preis und Wert konzentrieren. Interessant. Wir sollten wahrscheinlich eine umfassendere Marktanalyse durchführen, um zu sehen, wie Ihre Angebote im Vergleich zu unseren abschneiden. Gute Idee. Ich denke, wir sollten auch die Preise vergleichen und prüfen, ob wir unsere eigene Preisstrategie anpassen können. Richtig, Ausrüstung. Wir sollten auch die Preise vergleichen, bevor wir etwas für unsere eigene Produktentwicklung kaufen. Absolut. Ich werde daran arbeiten, einen detaillierten Vergleich der wichtigsten Funktionen und Preise zusammenzustellen.
Das sollte uns ein klareres Bild geben. Klingt nach einem Plan. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe beim Zusammenstellen dieser Daten benötigen. Wird reichen. Gibt es in der Zwischenzeit noch etwas, das wir Ihrer Meinung nach prüfen sollten? Vielleicht könnten wir ein paar Kundenfeedbacks untersuchen und sehen, wonach Sie in dieser Produktkategorie wirklich suchen. Lektion 19: Lieblingsrezepte. Hey Anna, ich habe gehört, du bist ein ziemlicher Koch. Was sind einige deiner Lieblingsrezepte? Oh, ich koche gerne. Eines meiner Lieblingsgerichte ist eine köstliche Bratpfanne. Die Aromen und Texturen sind immer so befriedigend. Klingt lecker. Ich mache auch gerne verschiedene Arten von Pfannengerichten. Haben Sie irgendwelche typischen Rezepte oder Techniken, die Sie empfehlen würden? Unbedingt. Ich habe eine wirklich würzige Sauce perfektioniert, die hervorragend zu allen Arten von Proteinen und Gemüse passt. Lass es mich wissen, wenn du möchtest, dass ich das Rezept teile. Ja, bitte. Ich bin immer auf der Suche nach einer Erweiterung meines kulinarischen Repertoires. Wunderbar. Ich schicke es heute später rüber. In der Zwischenzeit, welche anderen Gerichte bereiten Sie gerne zu? Ich würde sagen, ich bin ein vielseitiger Koch. Ich liebe es, mit verschiedenen Küchen und Geschmacksprofilen zu experimentieren. Das ist großartig. Ich wäre neugierig, mehr über Ihre Lieblingsrezepte oder Kochtechniken zu erfahren. Nun, ein Gericht, das ich wirklich mag, ist ein herzhafter Linseneintopf. Es ist so nahrhaft und beruhigend. Lektion 20: Einen Rahmen einrichten. Hallo Anna, ich wollte an unsere frühere Diskussion über die Erweiterung unseres Produktangebots anknüpfen. Toll, ich freue mich, dass du das angesprochen hast. Ich habe einige zusätzliche Nachforschungen angestellt und habe einige Ideen, die ich gerne von Ihnen umsetzen würde. Hört sich gut an. Ich denke, es ist wichtig, dass wir einen klaren Rahmen für die Bewertung potenzieller neuer Produkte schaffen. Absolut, ich stimme zu. Könnten Sie zunächst skizzieren, was Ihrer Meinung nach einige der wichtigsten Kriterien sein sollten? Sicher, ich dachte an Dinge wie die Marktnachfrage, die Machbarkeit der Produktion, die Ausrichtung auf unsere Marke und natürlich die Rentabilität. Das sind alles hervorragende Punkte. Ich würde auch die Differenzierung im Wettbewerb als wichtigen Faktor hinzufügen, den es zu berücksichtigen gilt. Gute Entscheidung. Wir möchten sicherstellen, dass sich alle neuen Produkte, die wir auf dem Markt einführen, wirklich von der Masse abheben. Exakt. Und ich denke, wir sollten auch die potenzielle Kannibalisierung unserer bestehenden Produkte abwägen. Auf jeden Fall wollen wir unsere aktuellen Angebote nicht untergraben. Dies wird sich zu einem umfassenden Bewertungsprozess entwickeln. Lektion 21: Erschwingliche und zuverlässige Drucker. Hey Anna, hast du in letzter Zeit nach einem neuen Drucker gesucht? Ich habe darüber nachgedacht, mir selbst einen zuzulegen. Ah ja, habe ich. Ich habe darüber nachgedacht, mir einen Tintenstrahldrucker zuzulegen. Sie scheinen heutzutage ziemlich erschwinglich zu sein und funktionieren ziemlich gut. Das ist eine tolle Idee. Ich habe auch gute Dinge über Tintenstrahldrucker gehört. Sie sind vielseitig und produzieren qualitativ hochwertige Drucke. Absolut.
Außerdem sind die Tintenpatronen im Vergleich zu Laserdruckern viel budgetfreundlicher. Ich denke, ein Tintenstrahldrucker würde meinen Bedürfnissen perfekt entsprechen. Definitiv. Haben Sie sich bestimmte Modelle angesehen, an denen Sie interessiert sind? Ja, ich habe nach einigen hochbewerteten Optionen von HP und Canon gesucht. Sie scheinen ein gutes Gleichgewicht zwischen Kosten, Funktionen und Druckqualität zu finden. Toll, das sind zuverlässige Marken. Ich denke, die werde ich mir auch ansehen. Ein erschwinglicher und dennoch zuverlässiger Drucker ist genau das, was ich brauche. Klingt nach einem Plan. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie gute Angebote finden oder weitere Fragen haben. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, was ich bei meiner Recherche gelernt habe. Werde ich machen. Danke, Anna. Das war wirklich hilfreich. Ich fühle mich jetzt sicherer, den richtigen Drucker zu finden. Lektion 22: Den kreativen Prozess genießen. Morgen. Ich wollte fragen, an welchen Kunstprojekten hast du in letzter Zeit gearbeitet? Oh, ich habe mich in letzter Zeit wirklich für Landschafts- und Porträtmalerei interessiert. Ich finde es so erfüllend und entspannend. Das ist großartig. Ich habe deine künstlerischen Fähigkeiten immer bewundert. Was gefällt dir an solchen Projekten am meisten? Nun, ich liebe es, die Essenz einer Szene oder Person durch meine Pinselstriche einzufangen. Es ist so bereichernd zu sehen, wie das letzte Stück entsteht. Das kann ich mir vorstellen. Die Liebe zum Detail und die Mischung der Farben müssen ziemlich faszinierend sein. Absolut. Und das Beste daran ist, dass ich ständig neue Techniken lerne und mit verschiedenen Stilen experimentiere. Das hält die Kreativität am Laufen. Das ist großartig. Ich wünschte, ich hätte mehr künstlerisches Flair, aber ich neige dazu, mich an analytischere Aufgaben zu halten. Jeder hat seine eigenen Stärken. Ich bin mir sicher, dass Sie sich in anderen kreativen Bereichen auszeichnen, auch wenn traditionelle Kunst nicht Ihre Stärke ist. Du hast recht, ich schreibe und löse gerne Probleme. Aber ich bewundere Leute wie dich, die so schöne Meisterwerke malen können. Lektion 23: Training für die neue Rolle. Hallo Anna, ich wollte mit dir über das Trainingsprogramm für meine neue Rolle sprechen. Hast du ein paar Minuten? Absolut, ich freue mich, darüber zu sprechen. Das Trainingsprogramm ist entscheidend für einen reibungslosen Übergang, also lassen Sie uns eintauchen. Toll, ehrlich gesagt bin ich deswegen etwas nervös. Es gibt eine Menge neuer Software und Prozesse zu lernen. Ich verstehe das Gefühl, aber das Training ist darauf ausgelegt, dich schnell auf den neuesten Stand zu bringen. Sie werden dich Schritt für Schritt durch alles führen. Das ist gut zu hören. Ich möchte nur sicher gehen, dass ich vollständig vorbereitet bin, bevor ich die neuen Aufgaben übernehme. Keine Sorge, das Team, das das Training leitet, ist fantastisch. Sie sorgen dafür, dass Sie sich sicher und bereit fühlen, sofort loszulegen. Okay, das ist beruhigend. Und ich werde sicher viele Fragen stellen, wenn ich bei etwas nicht weiterkomme. Perfekt, das ist genau der richtige Ansatz. Die Trainer sind da, um dich zu unterstützen, also zögere nicht, dich auf sie zu stützen. Fantastisch, mir geht es schon besser. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit mir zu besprechen. Lektion 24:
mit der Technologie Schritt halten. Hey Anna, hast du dich in letzter Zeit über die neuesten technischen Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten? Es fühlt sich an, als würde sich alles so schnell ändern. Ich weiß, es kann manchmal etwas überwältigend sein. Ich versuche ständig, über die neuesten Geräte und Innovationen auf dem Laufenden zu bleiben. Absolut. Es ist heutzutage schwer zu wissen, in was man investieren soll. Ich habe das Gefühl, dass ich immer Aufholjagd spiele. Ich höre dich. Das Tempo des technologischen Fortschritts beschleunigt sich gerade. Es ist schwer zu wissen, auf welche Trends es sich zu achten lohnt. Exakt. Ich habe Angst, ins Hintertreffen zu geraten, weißt du? Was ist, wenn ich eine bahnbrechende neue Technologie verpasse? Ich verstehe die Sorge. Aber versuche nicht zu viel zu betonen. Das Wichtigste ist, sich auf die Technologie zu konzentrieren, die ihr Leben wirklich verbessert. Das ist ein gutes Argument. Ich schätze, ich muss nicht jedes einzelne neue Produkt, das auf den Markt kommt, früh anwenden. Exakt. Seien Sie wählerisch und warten Sie, bis sich der Staub etwas gelegt hat. Auf diese Weise können Sie fundiertere Entscheidungen darüber treffen, was Ihre Zeit und Ihr Geld wert ist. Du hast recht. Ich sollte mich vorerst wahrscheinlich einfach an die Grundlagen halten und mich nicht zu sehr in den Hype verwickeln lassen. Lektion 25: Erfrischende Sommergetränke. Hey Anna, ich versuche, mir ein paar lustige, sommerliche Getränkideen auszudenken. Hast du irgendwelche Lieblingsrezepte? Oh, das ist eine gute Frage. Eines meiner Lieblingsgetränke im Sommer ist eine einfache Honigminzlimonade. Ah, das klingt herrlich. Ich liebe die Idee, der Limonade einen Hauch von Honig und Minze hinzuzufügen. Es ist so erfrischend, besonders an einem heißen Tag. Der Spritzer Honig und die Prise frischer Minze bringen es wirklich auf das nächste Level. Das kann ich mir vorstellen. Das ist so eine kreative Variante eines Klassikers. Welche anderen Ideen für Sommergetränke haben Sie im Sinn? Nun, ich mag auch frisches, mit Früchten angereichertes Wasser sehr. Zum Beispiel mit Erdbeeren oder eine Mischung aus Beeren. Sie sind so feuchtigkeitsspendend und voller Geschmack. Das klingt perfekt für den Sommer. Die Frucht verleiht ihm auch eine so schöne natürliche Süße. Genau. Und sie sind so einfach zu Hause zuzubereiten. Schneiden Sie einfach Ihre Lieblingsfrüchte in Scheiben und lassen Sie sie ein wenig im Wasser ziehen. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren müssen. Lektion 26: Verschiedene Richtlinien. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie unterschiedlich die Politik der neuen Regierung von der vorherigen Regierung ist? Du hast recht, John. Ihr Ansatz scheint in der Tat ziemlich unterschiedlich zu sein. Was denkst du über die Änderungen, die Sie bisher vorgenommen haben? Nun, einige der neuen Politiken sind ziemlich progressiv, während andere konservativer erscheinen. Es wird interessant sein zu sehen, wie sie sich entwickeln. Absolut. Ich bin gespannt, ob Sie ein Gleichgewicht finden können, das für das Land funktioniert. Ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass es keine leichte Aufgabe sein wird, wenn man bedenkt, wie polarisiert die politische Landschaft geworden ist. Definitiv. Es wird viele Kompromisse und Zusammenarbeit erfordern, um das Land voranzubringen. Einverstanden.
Ich hoffe, dass Sie Ihre Differenzen beiseite legen und sich auf das konzentrieren können, was für die Menschen am besten ist. Das ist ein gutes Argument. Am Ende des Tages sollte das die Priorität sein. Exakt. Wir müssen abwarten und sehen, wie sich das alles entwickelt. Lektion 27: Reisewebsites. Hallo Anna, hast du irgendwelche Reisewebsites verwendet, um deine bevorstehenden Reisen zu planen? Ja, ich habe ein paar verschiedene benutzt. Booking.com war sehr hilfreich bei der Suche nach Hotels und Flügen. Toll, das muss ich mir mal ansehen. Welche anderen Websites hast du benutzt? Ich habe auch Expedia und TripAdvisor ausprobiert. Sie alle haben ihre eigenen einzigartigen Funktionen und Vorteile. Ah, ich verstehe. Es ist gut, Optionen zu haben, wenn man eine Reise plant. Absolut. Ich finde, es ist am besten, ein paar verschiedene Websites zu vergleichen, um die besten Angebote zu erhalten. Das macht Sinn. Das werde ich berücksichtigen, wenn ich mit der Planung meines nächsten Urlaubs beginne. Hört sich gut an. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Empfehlungen benötigen. Werde ich machen. Danke, Anna. Lektion 28: Wochenendabenteuer. Hey Anna, freust du dich auf unser Wochenendabenteuer? Definitiv, ich kann es kaum erwarten. Was hast du geplant? Nun, ich dachte, wir könnten in den Bergen wandern gehen und dann vielleicht den neuen Outdoor-Ausstatterladen besuchen. Das klingt unglaublich. Ich freue mich sehr darauf, rauszukommen und die frische Luft zu genießen. Ich auch, es wird eine großartige Pause vom Alltagstrott sein. Absolut. Wir müssen auf jeden Fall mehr Wochenendausflüge wie diesen unternehmen. Ich stimme zu. Es ist so wichtig, ab und zu die Verbindung zu trennen und wieder aufzuladen. Definitiv. Das wird der perfekte Weg sein, das zu tun. Toll, ich kann es kaum erwarten. Lektion 29: Monopoly-Spieleabend. Ich liebe Monopoly. Lass uns ein Spiel beginnen. Ich stelle das Brett auf und wir können würfeln. Toll, ich bin dabei. Ich habe seit Ewigkeiten kein Monopoly mehr gespielt. Das wird lustig werden. In Ordnung, ich bin der Zylinder und du kannst der Fingerhut sein. Klingt gut? Klingt perfekt. Okay, ich nehme den ersten Wurf. Würfelt. Oh, eine 6. Ich werde meinen Teil bewegen und das Grundstück kaufen. Schön, einen frühen Vorsprung zu bekommen, sehe ich. Würfelt. Nun, sieh dir das an, ein Double. Ich schiebe meinen Teil um und kaufe die Eisenbahn. Oh, kluger Schachzug. Jetzt muss ich anfangen zu sparen, um auf ihren Grundstücken zu landen. Haha, genau. Hier fängt das Immobilienimperium an. Reibt sich schelmisch die Hände. Oh Mann, ich bin in Schwierigkeiten, nicht wahr? Lacht nun, hier damit, ich bin bereit für die Herausforderung. Das ist der Geist. In Ordnung, du bist dran zu rollen. Mal sehen, was das Schicksal bereithält. Lektion 30: Smartphone-Einstellungen.
Hey Anna, ich bin auf der Suche nach einem neuen Smartphone. Was ist deine Meinung zu den verschiedenen Betriebssystemen? Das ist eine gute Frage, John. Ich persönlich tendiere zu einem Android-Gerät. Was ist mit dir? Ich habe sowohl Android als auch iOS-Optionen in Betracht gezogen. Ich bin neugierig, Ihre Sicht auf die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen zu hören. Nun, ich finde Android sehr anpassbar und flexibel, was mir wirklich Spaß macht. iOS kann jedoch für einige ein optimiertes und benutzerfreundlicheres Erlebnis bieten. Das ist ein gutes Argument. Ich mag die Idee der Anpassung, aber ich lege auch Wert auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Es ist definitiv ein Kompromiss. Hatten Sie die Gelegenheit, eines der neuesten Modelle von beiden Plattformen auszuprobieren? Noch nicht, aber ich habe vor, dieses Wochenende in den Laden zu gehen, um sie zu testen. Gibt es bestimmte Modelle, die du mir empfehlen würdest, mir anzusehen? Die neuen Google Pixel und Samsung Galaxy Handys sind beide hervorragende Android-Optionen. Und natürlich sind die neuesten iPhones immer eine Überlegung wert. Toll, die behalte ich im Hinterkopf. Danke für den Rat. Lektion 31: Freude an täglichen Aktivitäten finden. Hey Anna, konntest du dir in letzter Zeit für Aktivitäten nehmen, die dir Freude bereiten? Gute Frage, John. Ja, ich habe versucht, mir mehr Zeit für Dinge zu nehmen, die mir Spaß machen. Es ist so einfach, sich im Alltagstrott zu verlieren. Ich stimme zu. Es ist wichtig, diesen sinnvollen Aktivitäten Priorität einzuräumen, auch wenn es nur für eine kurze Zeit am Tag ist. Definitiv. Eine Pause einzulegen, um etwas Lustiges zu tun oder sich zu entspannen, kann Ihre Batterien wirklich aufladen. Absolut. Was hast du getan, um diese Freude zu finden? Nun, ich habe mir Mühe gegeben, zum Vergnügen mehr zu lesen, draußen spazieren zu gehen und sogar ein altes Hobby aufzugreifen, das ich früher geliebt habe. Das ist großartig. Das klingt nach wirklich erfüllenden Möglichkeiten, mehr Freude in dein Leben zu bringen. Das waren sie wirklich. Und du, John, was ist mit dir? Konnten Sie sich Zeit nehmen, um Spaß und Vergnügen zu haben? Weißt du, ich arbeite immer noch daran. Aber ich habe angefangen, mir abends 1 oder 2 Stunden Zeit zu nehmen, um mich zu entspannen, egal ob ich Musik höre, eine Lieblingssendung sehe oder einfach nur entspanne. Lektion 32: Aufbau von Fachwissen durch wertvolle Inhalte. Hallo Anna, hast du darüber nachgedacht, wie du dich als Expertin auf deinem Gebiet etablieren kannst? Das ist eine gute Frage, John. Ich habe mich in letzter Zeit sehr darauf konzentriert, wertvolle Inhalte zu erstellen. Ah, ich verstehe. Wie bist du damit umgegangen? Nun, ich habe viel recherchiert und versucht, meine Erkenntnisse und mein Wissen durch Blogbeiträge, soziale Medien und sogar einige Vorträge zu teilen. Das klingt nach einem wirklich effektiven Ansatz. Wenn Sie Ihr Fachwissen auf diese Weise teilen, kann dies definitiv dazu beitragen, Ihre Glaubwürdigkeit zu stärken. Absolut. Und ich habe festgestellt, dass es nicht nur um den Inhalt selbst geht, sondern auch darum, wie Sie ihn präsentieren. Guter Punkt. Die Lieferung und Verpackung der Informationen ist genauso wichtig wie der Inhalt. Exakt.
Ich habe daran gearbeitet, meine Inhalte ansprechend, informativ und leicht verdaulich zu gestalten. Das ist eine wirklich kluge Strategie. Lektion 41: Teamwork gewinnt. Hallo Anna, hast du von dem neuen Projekt gehört, an dem unser Team arbeitet? Ich bin etwas nervös, da wir mit Kollegen aus anderen Abteilungen zusammenarbeiten müssen. Oh, wirklich? Ich denke, Zusammenarbeit ist eine großartige Möglichkeit, komplexe Herausforderungen anzugehen. Die Zusammenarbeit kann neue Perspektiven eröffnen und die Problemlösung erleichtern. Du hast ein gutes Argument. Ich hoffe nur, dass alle offen dafür sind, als Team zu arbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. Ich bin mir sicher, wenn Sie es mit einer positiven Einstellung angehen, wird es gut gehen. Denken Sie daran, dass die Menschen gemeinsam stark sind, wenn sie sich gegenseitig unterstützen. Das ist wahr. Ich werde versuchen, optimistisch zu denken. Irgendwelche Ratschläge zur Förderung eines kollaborativen Umfelds? Definitiv. Kommunikation ist der Schlüssel. Stellen Sie sicher, dass sich jeder gehört und geschätzt fühlt. Scheuen Sie sich auch nicht, Fragen zu stellen oder Hilfe anzubieten. Ein bisschen Teamwork reicht schon viel aus. Tolle Tipps, danke Anna. Ich fühle mich jetzt besser bei diesem Projekt. Teamwork lässt den Traum wirklich wahr werden. Unbedingt. Ich bin zuversichtlich, dass du das großartig machen wirst. Denken Sie daran, aufgeschlossen zu bleiben und Ihre Kollegen zu unterstützen. Wird reichen. Ich weiß es zu schätzen, dass du dir die Zeit zum Chatten nimmst, Anna. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich deine Unterstützung habe. Lektion 34: Diskussion über die Wirtschaft. Hey Anna, hast du dich in letzter Zeit über alle Neuigkeiten rund um die Wirtschaft auf dem Laufenden gehalten? Das habe ich, John. Das war eine Menge zu erledigen, das ist sicher. Definitiv. Es wurde viel über Inflation, Zinssätze und das Potenzial einer Rezession gesprochen. Absolut. Es ist eine wirklich komplexe und wirtschaftlich unsichere Zeit. Ja, viele Leute fühlen sich ein bisschen besorgt und unsicher, was die Zukunft angeht. Das kann ich mir vorstellen. Es ist die Art von Situation, in der es schwer ist zu wissen, was einen erwartet. Exakt. Haben Sie bisher irgendwelche Auswirkungen auf Ihren Alltag bemerkt? Um ehrlich zu sein, habe ich das getan. Dinge wie Lebensmittelpreise und Gaspreise sind stetig gestiegen. Ich höre dich. Diese täglichen Ausgaben summieren sich wirklich, wenn sie steigen. Lektion 35: Reiseprämien an stark frequentierten Flughäfen. Hallo Anna, hattest du in letzter Zeit Erfahrungen mit Reiseprämienprogrammen an stark frequentierten Flughäfen? Oh, das ist eine interessante Frage, John. Das habe ich tatsächlich. Ich habe versucht, meine Prämien beim Fliegen zu maximieren. Das ist großartig. Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Das Navigieren in all den verschiedenen Programmen kann schwierig sein. Damit hast du recht. Aber ich habe festgestellt, dass Sie mit ein wenig Recherche wirklich einige großartige Vorteile erzielen können. Toll, welche Vergünstigungen konntest du in Anspruch nehmen? Nun, ich habe mit meinen Kreditkarten und Airline-Treueprogrammen Meilen und Punkte gesammelt.
Es ist erstaunlich, wie schnell sie sich summieren können. Das ist großartig. Ich kann mir vorstellen, dass das praktisch ist, besonders wenn Sie es mit geschäftigen, überfüllten Flughäfen zu tun haben. Absolut. Die Möglichkeit, bevorzugten Zugang zum Boarding und zur Lounge zu erhalten, hat die Spielregeln verändert. Ich wette, diese Art von Vergünstigungen kann das gesamte Flughafenerlebnis viel komfortabler machen. Lektion 36: Gesunde Gewohnheiten. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit versucht, ein paar gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Was für Dinge hast du gemacht? Guten Morgen, John. Das ist großartig. Ich habe versucht, mehr Sport zu treiben und gesündere Lebensmittel zu essen. Wie steht's mit dir? Ich bin regelmäßig spazieren gegangen und habe den ganzen Tag über mehr Wasser getrunken. Es hat wirklich einen Unterschied darin gemacht, wie ich mich fühle. Wunderbar. Gehen ist eine so einfache und effektive Art, aktiv zu bleiben. Und es ist so wichtig, hydratisiert zu bleiben. Absolut. Ich versuche auch, genug zu schlafen und meine Bildschirmzeit am Abend zu begrenzen. Diese Gewohnheiten haben für mich wegweisend gewirkt. Das sind alles hervorragende Gewohnheiten. Ich finde, wenn ich der Selbstpflege Priorität einräume, bin ich insgesamt produktiver und glücklicher. Definitiv. Es geht darum, kleine, nachhaltige Veränderungen vorzunehmen. Jedes bisschen zählt, wenn es um unsere Gesundheit geht. Du hast so recht. Ich freue mich, dass wir uns beide auf unser Wohlbefinden konzentrieren. Es ist inspirierend, sich gegenseitig bei diesen Bemühungen zu unterstützen. Definitiv. Mit einem Freund ist es immer einfacher, die Reise zu teilen. Ich schätze es, dass du zuhörst und deine eigenen Erfahrungen teilst. Lektion 37: Smoothie-Rezepte. Hey Anna, hast du das neue Smoothie-Restaurant in der Innenstadt probiert? Sie haben einige wirklich interessante Geschmackskombinationen. Oh, ich war noch nicht dort. Welche Smoothies hast du probiert? Mein Favorit ist der Spinat-Bananen-Smoothie. Es ist so cremig und köstlich. Oh, das klingt gut. Ich bin selbst eher ein Beerenfan. Vielleicht könnten wir das lokal zusammen probieren und ich kann den Beerensmoothie holen. Klingt perfekt. Wir können unsere Lieblingsrezepte vergleichen. Ich bin immer auf der Suche nach neuen gesunden Smoothie-Ideen. Ich auch? Hey, ich habe neulich ein Rezept mit Spinat, Banane und Ananas gesehen. Dachte, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Oh, Ananas würde einen schönen süßen und würzigen Geschmack hinzufügen. Das muss ich mal ausprobieren. Definitiv. Lass mich wissen, wie es ausgeht. Vielleicht können wir irgendwann unsere Lieblings-Smoothie-Rezepte austauschen. Absolut, das würde mir gefallen. Das macht mir jetzt Lust auf einen Smoothie. Sollen wir uns auf den Weg machen und das neue Lokal ausprobieren? Lektion 38: Abenteuer fotografieren. Ich freue mich so auf mein erstes Fotoabenteuer. Hast du irgendwelche Tipps für einen Anfänger wie mich? Hallo da. Das ist großartig, John. Als erfahrener Fotograf würde ich empfehlen, mit einigen grundlegenden Kompositionstechniken zu beginnen. Toll,
Ich bin ganz Ohr. Welche Kompositionsprinzipien sollte ich beachten? Nun, die dritte Regel ist eine klassische. Stellen Sie sich vor, Sie teilen Ihren Rahmen in 9 gleiche Teile und platzieren Ihr Motiv entlang der Schnittlinien. Oh, ich verstehe. Das klingt nach einer einfachen, aber effektiven Methode, um dynamischere und visuell interessantere Aufnahmen zu machen. Genau. Du kannst auch mit führenden Linien, Rahmen und negativen Räumen herumspielen, um den Blick des Betrachters zu lenken. Das sind einige wirklich hilfreiche Tipps. Ich werde diese Kompositionsprinzipien auf jeden Fall beim Fotografieren im Hinterkopf behalten. Wunderbar. Ich bin mir sicher, dass du ein paar unglaubliche Fotos machen wirst. Denk daran, Spaß zu haben und zu experimentieren. Das ist ein guter Rat. Ich kann es kaum erwarten, rauszukommen und mit dem Üben zu beginnen. Das wird eine so unterhaltsame Lernerfahrung sein. Lektion 39. Gemütliche Atmosphäre. Hey Anna, ich versuche eine gemütliche Atmosphäre in meinem Wohnzimmer zu schaffen. Irgendwelche Ideen, wie ich das erreichen kann? Oh, das klingt wunderbar, John. Ich schlage vor, mit etwas warmem, sanftem Licht zu beginnen. Vielleicht ein paar Tischlampen oder Lichterketten. Das ist eine tolle Idee. Ich dachte darüber nach, mir eine Stehlampe mit Dimmer zuzulegen, um die Stimmung zu bestimmen. Perfekt. Und vergiss die Texturen nicht. Decken, Plüschkissen und sogar ein flauschiger Teppich können den Kuschelfaktor noch erhöhen. Ah ja, diese Texturelemente werden entscheidend sein. Ich muss nach ein paar gemütlichen Akzentstücken Ausschau halten. Absolut. Und vergessen Sie nicht, auch einige natürliche Elemente wie Topfpflanzen oder frische Blumen einzubringen. Oh, das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ein paar Zimmerpflanzen würden den Raum wirklich beleben und ihn einladender machen. Genau. Ich bin mir sicher, was auch immer Sie wählen, es wird eine so warme und einladende Atmosphäre in Ihrem Wohnzimmer schaffen. Ich schätze all die großartigen Ideen. Ich freue mich darauf, mit der Dekoration zu beginnen und dafür zu sorgen, dass sich mein Raum besonders gemütlich anfühlt. Lektion 40. Malerische Flusskreuzfahrt. Hey Anna, ich habe auch eine Bootsfahrt auf der Seine gemacht. Es war so ein Höhepunkt meiner letzten Reise. Das klingt unglaublich, John. Ich wollte schon immer eine malerische Flusskreuzfahrt machen. Wie war es? Es war absolut atemberaubend. Wir haben so viele berühmte Pariser Wahrzeichen vom Wasser aus gesehen. Oh, das kann ich mir nur vorstellen. Ich wette, es war die perfekte Art, die Architektur und das Ambiente der Stadt zu genießen. Vollkommen. Das Boot bewegte sich in einem schönen, gemächlichen Tempo, sodass wir die Aussicht wirklich genießen konnten. Das klingt so entspannend. Gab es besondere Sehenswürdigkeiten, die Ihnen am meisten aufgefallen sind? Ich habe es geliebt, am Eiffelturm und der Kathedrale Notre Dame vorbeizusegeln. Die Stadt sieht vom Fluss aus so umwerfend aus. Das kann ich mir nur vorstellen. Das muss so ein magisches Erlebnis gewesen sein. Ich würde gerne eines Tages eine ähnliche Kreuzfahrt machen. Ich kann es nur empfehlen. Es war definitiv ein Höhepunkt meiner Reise und eine großartige Möglichkeit,
die Stadt zu erkunden.